Hi Leute, heute erkläre ich euch, wie man mit diesem kleinen Gerät hier zocken kann. Und dazu habe ich mir heute mal den Carsten an die Seite geholt. Der Carsten ist das neueste Mitglied bei uns im Beacon-Team. Hi Leute. Der Carsten und ich, wir erzählen euch heute mal so ein bisschen, was es mit dem Beacon hier auf sich hat. Oder wir auch gerne dazu sagen, mit dem Gaming Variable. Denn im Vergleich zu einem anderen Gaming Controller habt ihr den nicht etwa in der Hand oder sonst irgendwas, sondern ihr befestigt den direkt am Körper. In unserem Fall am Fuß. Naja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber Carsten, was tust du denn während dem Zocken mit deinen Füßen? Ja, da geht es mir wahrscheinlich wie den meisten Spielern nichts Sinnvolles, Peter. Nichts Sinnvolles ist nicht viel. Und das würden wir ganz gerne ändern. Und deswegen haben wir gedacht, naja, warum sollten wir nicht den Fuß auch beim Zocken einsetzen? Genau. Dazu haben wir eine kleine Halterung für den Beacon. Das ist jetzt, im Moment sieht die so aus. Was wir getan haben ist, wir haben einfach eine GoPro-Halterung umfunktioniert. Die eigentliche Halterung für den Beacon wird derzeit noch entwickelt. Die zeigen wir euch dann. Denn alles, was ihr hier seht und heute sehen werdet, ist tatsächlich alles noch Prototyp. Das heißt also, das ist der erste seiner Art. Es dauert noch ein bisschen, bis er marktreif ist und auf den Markt kommt. Naja, jetzt ist die Frage, was kann denn der Beacon überhaupt? Was macht den so besonders? Richtig. Also, der Beacon, auch dieser Prototyp kann das schon, der erkennt die Lage im Raum und übersetzt das in konkrete Eingabebefehle. Der Beacon ermöglicht euch neben Maus und Tastatur die Belegung zusätzlicher Hotkeys. Der Vorteil ist mehr Interaktion zur gleichen Zeit. Das heißt also, das Gerät tut im Prinzip nichts anderes, als zusätzliche Tasten auszulösen. Richtig. Und zwar parallel zu Maus und Tastatur. Das heißt, ihr könnt eure Maus und Tastatur immer noch genauso nutzen, wie ihr das vorher auch getan habt. Aber jetzt könnt ihr zusätzlich mit dem Beacon noch mehr zusätzliche Aktionen auslösen. Ja, und wie das in der Praxis aussieht, Das zeigen wir euch jetzt. das zeigen wir euch jetzt. So, jetzt sitzen wir am PC und jetzt schauen wir mal, ob wir den Beacon zum Laufen bekommen. Dazu verbinden wir den jetzt über Bluetooth, völlig kabellos, mit dem Rechner. Und dann schauen wir mal, ob wir damit auch wirklich spielen können. Und wenn er mit dem PC verbunden ist, dann gucken wir mal, was wir damit so alles anstellen können. Vielleicht gehen wir dazu am besten mal in den Word. Dann seht ihr, was passiert. Und zwar, wenn ich den Beacon jetzt bewege, erscheinen hier wie magisch Tasten. Die Hotkeys auf dem Beacon sind momentan firmwareseitig noch hart codiert und beschränken sich bei uns momentan auf die 6, die 7, die 8, die 9 und die 0. Das wird sich aber irgendwann ändern. Im Moment arbeiten wir an der Konfigurationssoftware, die ist noch in der frühen Alpha. Das heißt, wir wollen sie euch jetzt noch nicht zeigen, aber das holen wir sicherlich nach. Ja, und jetzt gucken wir mal, was man mit der 6, 7, 8, 9, 0 in so einem Spiel machen kann. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in ein Spiel mit vielen Hotkeys, und zwar in World of Warcraft. So, jetzt sind wir im Spiel und jetzt belegen wir mal die Hotkeys, wie wir eben lustig sind. Wir sind jetzt mit dem Demon Hunter eingeloggt, das heißt also, wir machen mal was man ein bisschen auch, was man gut sieht. Und zwar einmal diesen Ansturm, den legen wir mal hier auf die 7, auf diese Pitch-Bewegung mit dem Beacon, und den Rückzug machen wir hier mal auf die 8. So, ihr habt es gesehen, ich habe das jetzt mit dem Beacon selbst gemappt, mit dem Beacon belegt. Das heißt also, wenn ich ihn jetzt bewege, so wie ich das vorhin gemacht habe, dann passiert genau das im Spiel. Also entweder ich stürme an oder ich ziehe mich eben zurück. Das kann ich jetzt beliebig ausbauen. Ich kann jetzt damit belegen, was ich möchte, und da ein bisschen rumexperimentieren. Wer von euch das Video bei PC Games Hardware gesehen hat, mit dem Gaming-Onkel zusammen, da war noch eine gewisse Latenz zu beobachten. An die haben wir uns jetzt gemacht und haben die Firmware nochmal komplett geflasht. Und wir glauben mittlerweile, dass wir es ganz gut im Griff haben. Wenn ihr euch das mal anguckt, ich weiß nicht, ob ihr es gut sehen könnt, wenn ich ihn jetzt bewege, sollte das so ziemlich ohne Latenz möglich sein. Am Ende ist es so, dass wir auf die Latenz einer klassischen Bluetooth, einer konventionellen Bluetooth-Tastatur abzielen. Wir glauben, wir sind schon sehr, sehr nah dran, müssen aber hier und da natürlich noch ein bisschen rumexperimentieren. So, Stichwort rumexperimentieren. Ich würde sagen, jetzt fangen wir mal an. Wir gehen ins nächste Spiel. So, jetzt haben wir den Beacon mal am Schuh befestigt, damit ihr auch seht, wie das dann beim Spielen konkret abläuft und aussieht. Hier rechts im Bild solltet ihr jetzt sehen, was unterm Tisch passiert. Wir haben also eine Webcam unterm Tisch montiert und jetzt seht ihr den Beacon bei Carsten auf dem Fuß. Ja, und jetzt könnt ihr beispielsweise, naja, in einem Overwatch nachladen. Oder in Mad Max Gas geben. Oder in einem Assassin's Creed ausweichen. Oder hinlegen in Battlefield. Oder beim Witcher Plötze rufen. Oder in Arma 3 nach links lehnen. Oder Ping
in Heroes of the Storm. Und das funktioniert mit jedem Spiel, mit jedem PC-Spiel, das eine Eingabe über Tastatur unterstützt. Jetzt habt ihr gesehen, was man mit einzelnen Hotkeys so alles machen kann. Aber wir können noch ein bisschen mehr mit dem Beacon. Wir können nämlich ganze Tastenfolgen, ganze Kombos auslösen. Wie das genau funktioniert, das erklären wir euch in einem der anderen Videos, die wir dann irgendwann mal machen. Aber wie es im Spiel aussieht, das zeigen wir euch jetzt gleich. Um zu zeigen, welches Potenzial im Beacon steckt, haben wir in League of Legends mit Morgana einfach mal 5 Spells in eine Combo gepackt. Nämlich den Assist Ping, den Flash, Selfcast Black Shield, Ultimate und obendrauf noch ein Sonjas Hourglass. Das Ganze kann ich mit einer Fußbewegung jetzt auslösen und das würde so aussehen. Jetzt habt ihr gesehen, was man mit dem Beacon so alles machen kann. Ja, und wenn ihr eine Idee habt, was wir damit anstellen sollen, schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr einen Daumen hoch übrig habt, lasst ihn gerne da und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Haut rein, Leute.